ungeneigt. Wir wollen jetzt ein bisschen frühstücken gehen und noch ein paar Aufnahmen machen und dann geht's weiter. Nach Calais. So, das ist der Smoke and Bitters, wo wir gestern Abend waren. Mal im Tageslicht. So, jetzt gehen wir mal nochmal zum Beach. Ein wunderschöner Tag heute. Morgen. Wie hat dir denn Tangol gefallen? Tangol selber geht so. Es ist schon eher abseits. Deswegen würden wir auch allen, die hierher kommen, eher empfehlen, sich eine Unterkunft in Dikwella zu suchen zum Beispiel. Da kann man auch mal einfach, wenn man Lust hat, abends rauszugehen, noch rausgehen in irgendein Restaurant, was essen und so. In Tangol ist es relativ schwierig, dann noch was Gutes zu finden um die Zeit. Also die Stadt ist eher dann ausgestorben, weil da leben die Einheimischen eher und die Einheimischen beenden den Tag doch recht früh. Ja, an sich sehr schön. Für die Unterkunft empfehlen wir Dikwella. So, das ist unser Frühstück. Jasmin macht hier fleißig Fotos für die Story bei Instagram. Dort könnt ihr uns auch folgen. Jasmin and Apple auf Instagram. Da halten wir euch immer up to date, auch ohne die Vlogs. Genau. So, wir reisen jetzt ab. Es geht für uns weiter nach Calais. Und wie immer unsere Bewertung zur Unterkunft. Ich glaube, in den Videos davor hat man das ja schon rausgehört, dass wir hier sehr enttäuscht waren. Und auch wenn die Leute hier ganz nett sind und sich darum gekümmert haben, als wir Dinge angesprochen haben, hätten wir schon erwartet, dass diese Dinge selbstverständlich sind und man das schon vorher macht. Und auch bei den Gästen, die nach uns kamen, haben wir gesehen, dass sie da eigentlich wieder die gleichen Fehler gemacht haben irgendwie. Deswegen würden wir diese Unterkunft nicht weiterempfehlen. Aber wir hatten euch ja sowieso gesagt, am besten direkt was in Dikwella suchen und gar nicht erst hier in der Gegend. Hast du alles? Okay. Dann schauen wir mal. Haben wir alles auch? Ich bin immer so paranoid, dass ich irgendwas vergesse im Hotel. Aber am wichtigsten sind die Pässe, das Handy, dein Equipment, Klamotten kann man ersetzen. Von der Hauptstraße kommt direkt auch ein Bus nach Calais. Bye bye. Ich glaube, die Dame sagt doch was. So, die Frau hat sich nochmal verabschiedet von uns. Ja, wie Jasmin schon vorhin erwähnt hat, die sind hier mega freundlich. Darum geht es auch gar nicht. Sondern einfach wie der Zustand des Zimmers ist. Um euch ein Beispiel zu nennen, was gemeint ist. Wir haben so Plastikklositze. Die waren sehr alt und teilweise kaputt. Das haben wir angesprochen. Daraufhin haben sie wirklich in allen Zimmern, die wir gesehen haben, auch diese Sitze ausgewechselt. Das war zum Beispiel, gut, die haben die Kritik angenommen, das umgesetzt. Dann aber gleichzeitig habe ich in dem Zimmer, wo wir vorher waren, das Handtuch benutzt gehabt und draußen rüber gehangen und so. Und dann kamen die nächsten Gäste und die haben dann das Zimmer bekommen. Und das Handtuch hing da immer noch. Und auch vorher haben die da nicht noch einmal irgendwie durchgewischt oder irgendwas gemacht. Das sind halt so die Sachen, wo wir sagen, ja, so gehört sich das eigentlich halt nicht, wenn man so ein kleines Hotel leitet. Ja. Hier an der Straße müssen wir jetzt auf den Bus warten. Gucken wir mal, wie lange er braucht. Calais? Okay. Calais, ja? Calais-Bus, aber der Bus ist riesig voll, Alter, ey. Guckt euch den Bus mal an, der ist voll. Oh. Okay. Ja, ja. Genau, wir sind jetzt 2 Tage in Melissa, dann tun wir wahrscheinlich 2-3 Tage in Mediterranean. Okay. Thank you. Okay. No problem. Bruder, der fährt wie Dings. Speedy Gonzales. Ah, boah. Guck mal, wie die Leute hier festhalten alle.
jetzt aus dem Bus ausgestiegen und sind in Galé und haben uns jetzt einen Tuk-Tuk geschnappt. So, der fährt uns da eben hin für 300. Wir sind jetzt in unserer Unterkunft angekommen. Bricks hier, Kaffee and Gas, mitten in der Innenstadt von Galé. Also richtig gut zu erreichen. Herzlich willkommen in unserem Hotelzimmer. Das ist hier sehr süß. So ein kleiner Schminktisch, das Bett. Oh, wir haben sogar einen Wäscheständer. Oh wow! Genau, der Ausblick Diesen hier. Schrank könnte ich mitnehmen. Die sind Nicht so spektakulär. ganz cool in Deutschland. Diese kleinen Schränke. Ich mag die gerne, diesen Winter. Nein. Also, dann hier das Badezimmer. Richtig groß, auch richtig. Also man sieht, dass das auch alles irgendwie neu ist, ne? Ja, also Richtig hier ist schön. auf jeden Fall sauber. Richtig ne? schön sauber. Auch eine riesen Dusche. Okay, und jetzt kommt so ein kleines Special. Unser kleiner, ziemlich großer Balkon. Erinnert mich ein Hier bisschen kann an man chillen. die Türkei, Istanbul oder die anderen Städte. Hier geht's auch lang. Man kann hier auch rumlaufen, wenn man Lust drauf hat. Also, genau, die Und schön Aussicht. zentral. Aussicht sind halt andere Häuser, da wohnen wahrscheinlich auch einfach Leute, das sieht auch cool aus. Genau, wir sind sehr zentral, haben wir extra so ausgesucht, damit wir die Gegend gut erkunden können. Und jetzt wollen wir damit auch anfangen. Ich glaube, wir müssen links runter, ne? Wir folgen jetzt einfach mal den Leuten. Der Strom wird schon in die richtige Richtung gehen. International School. Play, learn and grow together. Guck mal, hier gibt es auch Kuchen. Lecker. Ja. Hier diese Teddybärs sieht man hier sehr oft, auch in den Bussen. Wir laufen jetzt zu Galé Fort. Wir wollen uns den Leuchtturm mal anschauen. Ich sehe hier nur überall Flaggen. So, hier lang geht's zum Leitungsseiter Maritime Archaeological Museum. Ein archäologisches Maritimmuseum. Kann man hier rein, wer Lust hat. Wollen wir aber jetzt nicht sehen. Wir wollen den Leuchtturm sehen. Auch eine riesen Anlage hier, ne? Möchtest du ein paar Fotos machen, oder? Wenn ich was sehe, dann Kann man. Okay. Hier lang. Probation and Child Care Service Office. Bewährung und Kindeswohl Service Office. Okay. So wie bei uns das Jugendamt. Ich weiß nicht, ob das noch so genutzt wird. Mhm. Sieht irgendwie halt ziemlich alt aus. Kleine Cafés. Kleiner Laden. Police Training Institute. So, der Weg geht bis zum Leuchtturm. Hier ist auch eine Gasse. Es sind überall Läden, egal in welche Richtung du schaust. Wir holen uns jetzt erstmal ein Eis. Hangis ist du? Tamam. Ne olursa. Ich glaube, ich nehme entweder Mango oder Erdbeer oder beides. Ne yapmıyoruz lan? Maşallah yazıyor. Jamia. Das andere kann ich nicht lesen. Jamia. Ah, es ist eine Moschee.
Jami könnte es auch sein. Sieht nice aus. Und da ist der Leuchtturm. Leider ist jetzt ein bisschen bewölkt. Aber trotzdem sehr schön. Auf einmal zieht Sturm hier richtig herbei. Ist jetzt Gebetszeit, daher hört man auch den Muezzinruf. Eine Kanone aus Eisen. So. Boom. Hier kannst du die Kanone dann in die Richtung drehen, in die du die auch benötigst, brauchst. Hier sind die Schienen. Der Mann dort hat eine Schlange um den Hals. Wie der Junge will die Kobra anfassen. Python. No, no. Der Junge ist schon am Schwitzen. Thank you, my friend. Yeah? Yeah? Sehr windig geworden. Das ist hier Black Rock Bastion. Black Rock Bastion. Lucy Jumpers. Hi, brother. I am a jumper. Very good. Here. Don't sit. Risk is part of life. Hier springen Leute einfach rein. Es geht jetzt hier die ganze Zeit so lang bis nach hinten durch. Kleine Höhle führt zum Wasser. Und hier schwimmen auch ganz viele Leute. Da hinten sieht man das auch wieder. Also könnten wir uns vielleicht in einem Café setzen. Ja. Wir können hier gleich mal runter. Ja. Da ist so ein kleiner gelber Bus. Sieht fresh aus. Ist da was drin? Ist so. Ein Ford Street Food Bus. The Partisan. Okay, willst du was essen oder was trinken? Ich hätte schon Lust, so eine Kleinigkeit zu essen. Okay. Dann müssen wir, glaube ich, wieder in die Seitengassen rein. So, das war's jetzt erstmal hier vom. Und wir haben uns direkt für dieses Restaurant hier entschieden. Alles sehr alt drin, aber so ein schöner Garten. Hinterhof. Ja.
Wir haben so viel Hunger gehabt und haben uns einfach einen Greek Salad bestellt. Genau, aber ein sehr schönes kleines Restaurant. Hier wird gerade Spanisch beigebracht. Es regnet jetzt einfach. Hier wird renoviert, Bauarbeiten. Wir hätten uns mal einen Regenschirm besorgen sollen. Es regnet wie aus Eimern. So, liebe Freunde, wir sitzen jetzt hier seit ungefähr 20 Minuten fest. Wir kommen nicht mehr weg. Hilfe! Schaut mal da, also hier ist das noch nicht ganz voll. Da hinten ist einfach schon so ein reißender Strom. Da schwimmen zwischendurch Plastikflaschen vorbei. Fische, Haie. Ich glaube, es wird gerade weniger. Ja. OMG. Ja, es wird weniger. Vielleicht können wir hier gleich weg. Wir stehen immer noch hier. Ich stehe auch morgen noch hier. Haben uns jetzt entschieden, dass wir mit dem Tuk-Tuk zu unserem Hotel fahren. Wir wollten so gerne laufen, aber naja, guckt euch das Wetter mal an. Wir kamen aus irgendeiner Seitengasse raus, ne? Es regnet immer noch so stark. Wir haben uns jetzt ein türkisches Restaurant ausgesucht, weil wir das so vermisst haben, türkisch zu essen. Gehen wir jetzt türkisch essen. Bakalım buradan. Ja. Hier ist eine Moschee. Von hier kamen die Dings, ne? Ja. Da beten gerade welche. Von hier kam vorhin der Muezzin-Ruf. Gehen wir mal durch die Seitengassen hier. Abla teyzeler oturuyorlar içeride. Gleich landen wir irgendwie im Ghetto oder so. Da ist die Hauptstraße schon. Ja, wir haben jetzt gerade gemerkt, dieses Craving Hut, was türkisches Essen anbietet, existiert hier nicht mehr. Wir sind jetzt hier in Galehat Restaurant gelandet. Wir haben jetzt nicht so viele Optionen gehabt in unserer Ecke, deswegen sind wir jetzt hier gekommen und haben ganz schlicht Fried Nudeln mit Egg bestellt, auch nur ein Teller, reicht für uns voll. Dann geht's ab nach Hause. Hier eine scharfe Soße, da Tomatenketchup. Ich kann diese scharfe Soße nicht mehr sehen. Und da unser Fried Noodle with Egg. So, das Essen war richtig lecker. Also, wenn ihr hier in der Nähe seid, da Galehat. Sehr höflich, sehr freundlich und haben sich mega bemüht, was das Essen betrifft. Und haben auch ganz gut hingekriegt. Also hat frisch geschmeckt und ist günstig.